Frisch, knackig, lecker, voll mit Ballaststoffen. Davon sollten wir eigentlich ganz viel essen. Wenn ich mal rausfahre beruflich, dann esse ich McDonald's, Pommes, Burger. Viel Schokolade, ja, viele Donuts und Croissants. Oder mache mir auch mal eine Fertigpizza. Wir starten ein Experiment. 3 Wochen lang. Statt Junkfood und Süßkram Ballaststoffe satt. Ballaststoffe sind unser Superfood, die uns fitter machen und die tatsächlich uns auch vor Krankheiten schützen können. Bartosz, 39, ist mobiler Physiotherapeut, macht Hausbesuche. Eigentlich ist er ein Sportler, macht viel Fitness, war mal deutscher Meister im chinesischen Boxen. Aber seit 2 Jahren ist alles anders. Keine Energie mehr. Jetzt brauche ich einen Pfannkuchen. Das kam tatsächlich dazu, weil der Kleine geboren ist und irgendwie war so viel Stress und so wenig Schlaf. Und dann brauchte ich einfach ganz viele Kalorien, schnelle Kalorien. Jenny ist 46, Leasing-Spezialistin und gerne draußen. Sie liebt ihren Hund, ihr Pferd und sie liebt es, unterwegs zu sein. Aber dann kam Homeoffice und irgendwie ein Motivationstief. Und jetzt hofft sie, dass ich natürlich auch mehr Energie kriege, einfach wieder mehr Sport, wieder mehr mich aufs Pferd zu setzen. Und abnehmen möchte sie auch. Und sie hilft dabei, Nina Fischer. Sie hat Ernährung und Sport studiert, sie coacht viele Profisportler und jetzt eben Jenny und Bartosz. Nach aktuellen Studien essen wir in Deutschland deutlich zu wenig Ballaststoffe. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, um die 30 Gramm zu erreichen. 30 Gramm sind die empfohlene Mindestmenge pro Tag. Das schaffen in Deutschland weniger als 1/3 der Menschen. Dabei stecken Ballaststoffe in allen pflanzlichen Lebensmitteln. In 100 Gramm Obst und Gemüse meist zwischen 2 und 4 Gramm. 8 bis 12 Gramm sind es in Vollkornprodukten. In Nüssen 6 bis 12 Gramm. Und Hülsenfrüchte, die toppen sowieso alles, 11 bis 24 Gramm. Und Ballaststoffe können etwas ganz Besonderes. Sie können quellen. Das gibt Fülle im Magen. Die Dehnungsrezeptoren reagieren zügig mit satt, ohne dass wir viele Kalorien gegessen hätten. Im Darm wird die gequollene, lockere Masse dann immer wieder gut durchmischt. Dadurch können die enthaltenen Nährstoffe optimal aufgenommen werden. Gleichzeitig binden die Ballaststoffe schädliche Stoffwechselprodukte und auch Krankheitserreger. Und das heißt am Ende, wir können regelmäßig aufs Klo und schädliche Stoffe werden schnell heraustransportiert. Tolles System. Bartosz und Jenny haben Ernährungsprotokolle geschrieben, die Nina ausgewertet hat. Jenny hat nur etwa 20 Gramm Ballaststoffe am Tag gegessen, Bartosz mickrige 10 Gramm. Da muss also noch etwas passieren. Nina gibt Starthilfe für die Ernährungsumstellung. Beide können die Gerichte, die sie bisher gegessen haben, mit Ballaststoffen aufpeppen und zusätzlich mehr Gemüse, mehr Vollkornprodukte und mehr Hülsenfrüchte essen. Jenny kann direkt damit starten. Bartosz muss es etwas langsamer angehen lassen. Also Probleme könnten zum Beispiel sein, dass er sehr starke Blähungen bekommt, sehr viel Luft im Bauch hat. Wenn er nicht genug trinkt, dann kann es auch zu Verstopfungen führen. Außerdem lassen wir ihr Blut und ihren Stuhl analysieren. Jetzt zu Beginn des Experiments und am Ende, nach 3 Wochen. Sören Oswirk ist Ernährungswissenschaftler. An den Proben von Jenny und Bartosz kann er sehen, wie sich deren Ernährung im Laufe der Ballaststoffdiät auf ihren Darm und ihre Gesundheit auswirkt. Das Experiment beginnt, Tag Nummer 1. Ich habe jetzt heute Morgen mein Vollkornbrot gegessen und heute Mittag habe ich mir Joghurt mit Haferflocken, Obst, bisschen Nüsse und Mandelmus gemacht. Und ich kriege einfach keine 3. Portion mehr heute rein. Und ich bin so verwundert, weil ich ja normal so ein Vielesser bin und ich pappe satt bin. Statt Donuts und Energy Drinks gibt es jetzt Nüsse und Weintrauben. Kurze Zeit später. Ich habe Blähungen wie ein Pferd, ja. Tja, sein Verdauungssystem muss jetzt eben richtig arbeiten. Das kostet Energie. Und seine Darmbakterien machen richtig Action. Bakterien? Man kann sozusagen schon davon sprechen, dass man so eine Art Darmbakterien-WG in uns wohnt und dass man eigentlich nicht alleine ist, sondern immer, wenn man eine Mahlzeit zu sich nimmt, die Bakterien ebenso
mitessen. Rund 100 Billionen Bakterien leben in unserem Darm. Schon 1 Billion sind 1000 Milliarden. Unvorstellbar, oder? Bislang sind mehrere tausend Bakterienarten beschrieben und alle essen mit. Manche stehen auf Zucker, manche auf Fett, ja, und manche eben auf Ballaststoffe. Und diese Bakterien bilden aus den Ballaststoffen kurzkettige Fettsäuren. Die sind der Knaller und besonders wichtig, denn kurzkettige Fettsäuren versorgen die Darmzellen mit Energie. Als Nebenprodukt entstehen allerdings Gase. Das Ergebnis der ersten Untersuchung der Darmbakterien ist da. Jenny hat gar nicht so wenige Bakterien, die Ballaststoffe lieben und aus ihnen kurzkettige Fettsäuren herstellen. Ihre Bakterienzusammensetzung ist schon relativ gesund. Bei Bartosz sieht die Sache anders aus. Kurzkettige Fettsäuren, Fehlanzeige. Nichtsdestotrotz sind dort auch zahlreiche Bakterien vorhanden, die kurzkettige Fettsäuren aus Ballaststoffen bilden können. Das heißt, es fehlt eigentlich nur so ein bisschen Ballaststoff als Input und dann kann die Produktion losgehen. Eine Woche später. Dieses Druckgefühl im Bauch, als wären meine Organe irgendwie größer. Vorne, hinten, links, rechts, so ein aufgeblähtes Gefühl. Ich habe gleich am ersten Tag meine 30 Gramm Ballaststoffe zu mir genommen. Aber das solltest du doch gar nicht. Ja, aber ich wollte. Das sollte eigentlich nach einer Zeit wieder weggehen, weil die Bakterien sich natürlich langsam an die vermehrte Ballaststoffzufuhr anpassen können. Bei Jenny läuft's besser. Ich bin gerade bei dem schönen Regenwetter bei mir im Stall. Ja, also auch dieses Wetter hält mich nicht ab, in den Stall zu fahren und zu reiten. Zu wenig Motivation, da war doch mal irgendwas. Letzter Tag der Ballaststoffdiät für Jenny und Bartosz. Beide geben nochmal eine Stuhl- und eine Blutprobe ab. Ergebnis: Ihr Darmmikrobiom ist gesünder geworden. Wir sehen wirklich große Effekte durch die vermehrte Ballaststoffzufuhr. Die kurzkettigen Fettsäuren haben bei Bartosz zugenommen um 280%. Bei Jenny hat sich auch viel getan. Vor allem ihre ballaststoffliebenden Bakterien haben klar zugelegt, ein Plus von 30%. Ach ja, und sie hat abgenommen. 4 Kilo. Ich habe tatsächlich schon, also spätestens nach 2 Wochen gemerkt, dass sich was in meinem Körper verändert. Ich wurde total fit, geistig, körperlich. Diese Blähungen haben nachgelassen, die am Anfang waren. Ne? Sogar die Blutwerte haben sich durch die Ballaststoffe verbessert. Ein echter Superstoff.